So, für alle, die nicht wissen, was das hier wahrscheinlich ist, die haben wahrscheinlich mein letztes Video nicht gesehen. Lecker Holunderblüten-Sirup mit Wasser, also Limo. Sehr, sehr lecker. Kann ich nur empfehlen. Schaut euch das Video gerne an. Auch diejenigen, die für die Pokémon-Karten hier sind. Man weiß ja nie, vielleicht gefällt es euch am Ende doch. So, aber jetzt machen wir wieder ein paar Kärtchen auf. Ich bin, wie ihr sehen könnt, immer noch bei Karmesin und Purpur, dem Base-Set sozusagen dieser Edition. Es gibt mittlerweile ein weiteres Set, was ich mir jetzt auch online angesehen habe und was tatsächlich auch ganz gut aussieht. Also ich bin überlegen, da auch nochmal reinzuhauen. Es wird aktuell bei mir mal so ein bisschen weniger mit den Karten. Aber wenn mal wirklich schöne Sets kommen, und das ist jetzt hier bei Karmesin und Purpur der Fall, dann greife ich da gerne nochmal zu. So, ich habe jetzt mal hier 4 Booster hingestellt. Ich habe natürlich noch ungefähr ein Dreiviertel Display. Das heißt, Ende offen, wenn man so will. Ich starte immer erstmal mit 4. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Und wenn das nicht für ein Video taugt, dann machen wir halt noch mehr auf. Mal schauen. So, Booster Nummer 1. Wo schmeiße ich das jetzt hin? Ich habe mich hier so zugebaut heute. Hier ist der Code. Die Online-Spieler. Ach nee, jetzt ist ja hier nur eine Karte nach vorne. So, los geht's. Okay, Karmesin Purpur, wie gesagt, wir haben hier den silbernen Rand, der jetzt neu ist in diesem Set, der mir sehr gut gefällt. Pokémon-Fänger, Scampisto in einem sehr einfachen Stil, kann man machen. Livino, komisches Bild irgendwie, sieht irgendwie awkward aus, sieht aus, als sollte man nicht hingucken, keine Ahnung. Staraptor, wesentlich cooler vom Design her und von der Aufmachung der Karte her, von der Artwork her. Sehr schöner Hintergrund, sehr gut gemacht, fast schon fotorealistisch, na, kannst du, Fokus, so. Sehr schick. Okay, irrelevant. Cool, habe ich noch nicht und tatsächlich auch ganz cool gemacht. Nicht super aufwendig gemacht, aber stellt das Pokémon einfach sehr gut dar, finde ich. In einer schönen Situation, obwohl es eigentlich passiert nicht viel auf dem Bild, aber trotzdem, die Farben sind gut. Finde ich ganz schön gemacht. Es ist ein Bild, es ist ja oft ein Hintergrund und dann das Pokémon ist völlig unabhängig vom Hintergrund da reingeklatscht worden. Haben wir hier nicht. Es ist schön eine Artwork. Mopex als Reverse, haben wir glaube ich schon. Chanera neu als Reverse, sehr schön. Und ein Servol als nicht Regular, Holo Rare. Habe ich auch noch nicht, sehr schön. Nice. Okay, schon mal direkt neue Sachen. Nichts Atemberaubendes zwar, aber neu. Und da ich ja doch eher sammle als alles andere, und zwar, also ich sammle nicht, ich kaufe mir keine Einzelkarten. Das heißt, ich werde niemals ein Set vollständig haben. Wird nicht passieren, weil es nun mal sehr unwahrscheinlich ist, dass man alle Karten zieht. Beziehungsweise nahezu unmöglich eigentlich, wenn man nicht sich dadurch an den Rande der Armut bringen möchte. Das heißt, jetzt so ein Display zum Beispiel, mehr kommt danach nicht. Und ich hoffe aber, dass ich dann zumindest die, sagen wir mal, Commons und Uncommons nahezu vollständig habe. Und natürlich möglichst viele von den Rares. Garnoville habe ich auf jeden Fall schon. Ist dieser Stil, den man in der letzten Zeit schon mal öfter gesehen hat, nicht so unbedingt meins, muss ich sagen. Voltilam sehr simpel, wieder Salanga auch. Alles schon bekannt. Vivillon habe ich noch nicht. Ups, falscher Stapel. Ja, habe ich jetzt neu hiermit. Sehr schönes Bild für ein Vivillon, muss ich sagen. Alleine schon die Tatsache, dass es nicht so steif und gerade ist, wodurch es mehr aussieht wie ein Wesen, wie ein Tier, als wie ein Insekt. Das macht es sehr viel sympathischer, muss ich sagen. Und auch dieser leichte Nebeleffekt, leicht milchige, macht das Ganze irgendwie plastischer. Sehr schön. Schöne Karte. Wackel, auch neu. Sehr cool.
Einfaches Bild, aber naja, immerhin nicht ganz generische Stockart-Pose. Nigiragi habe ich, glaube ich, schon. Forstelka, Reverse Holo habe ich auf jeden Fall noch nicht. Sehr schön. Zwiebs. Irgendwie cooles Bild. Gefällt mir. Und Gladimperio. Letztes Mal schon als, was war das nochmal? Irgend so eine krasse Alternativ-Artwork gezogen. Jetzt in Holo Rare. Sehr schön. Ist natürlich jetzt noch relativ früh im Display. Das heißt, es kommt noch sehr viel Neues für mich. Wobei ich immer so ein bisschen vermische, was ich online gezogen habe und was ich offline gezogen habe. Das heißt, manche Sachen, die mir jetzt nicht neu vorkommen, sind wahrscheinlich in Wirklichkeit noch neu für mich. Also wahrscheinlich sind sogar mehr neue dabei, als ich annehme. So, weiter geht's. Quacks. Das ist zum Beispiel sowas, ne? Keine Ahnung, ob ich das schon habe. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Hier von der Artwork her schon wieder sehr viel mehr Richtung Stock Art und sehr viel generischer, langweiliger, muss man leider sagen. Gladiantri, zumindest im Gegensatz zu hier sieht man das nochmal ganz schön, wo die Line Art, also die Linie um das Pokémon drumherum, überhaupt nicht zu dem Stil passt vom Hintergrund. Wir haben ja also einen Hintergrund und ein Pokémon, die nicht zusammengehören, sondern einfach nur ein Hintergrund, generisch und dann einfach Pokémon draufgeklebt. Im Gegensatz zu hier, wo der Stil über die ganze Karte identisch ist. Da hat da gesessen und hat das gezeichnet. Und so gefällt mir das. Obwohl ich den Stil jetzt nicht so krass finde, aber hey. Schmetterhammer, okay, whatever. Figürchen finde ich jetzt nicht so spannend. Richter interessiert mich nicht. Boyelin kommt mir sehr bekannt vor, aber schöner Stil. Sehr hübsch. Mimi haben wir schon. Fukano als Reverse und ein wirklich nettes Bild. Oder? Sieht einfach nett aus. Sehr schön, es passiert was, es hat einen Ausdruck im Gesicht, es hat einen Charakter. Sehr cool. Krokel habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Aber auch hier wieder Stock Art, ne? Ist genauso wie vorhin bei diesem Quackvieh. Ist nix. Und Koraidon habe ich auf jeden Fall noch nicht als Holo Rare. Das legendäre Pokémon was haben wir da nochmal? Karmesin und Purpur. Der Karmesin-Version meiner Edition. Komm her. Apropos, ich habe hier noch gar keins von diesen Cyborg-Pokémon gezogen. So. Und mal schauen, also das ist jetzt das vierte Booster, aber bis jetzt war noch nichts Krasses dabei, also vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter. Da habe ich wieder falsch sortiert hier. So, Riolo hatte ich auf jeden Fall schon. Chevron sehr unspektakulär, Purmel auch, ist wieder der Stil wie vorhin. Schuppet, die hatte ich auf jeden Fall schon. Quirtle kommt mir neu vor, ist aber auch nicht wirklich nennenswert. Kappel ist auch neu. Und alleine schon dadurch, dass es eine Attacke macht, ist die Karte schon interessant. Vom Stil her jetzt nichts Außergewöhnliches, aber einfach nett gemacht. Einfach nett. Woma sieht schon cooler aus, muss ich sagen, obwohl da jetzt nicht so viel passiert, aber alleine Perspektive, Schattenlicht, ne, man sieht hier den Schatten von irgendwelchen Pflanzen. Das gefällt mir immer gut. Sehr schöne Karte. Reverse Holo. Nochmal Mopex, diesmal aber ein anderes Bild, auch Reverse Holo und yes, da haben wir doch was Besonderes noch bekommen. Nochmal Koraidon, nachdem wir gerade die Koraidon Holo Rare bekommen haben, jetzt Koraidon X und ich glaube meine zweite X-Karte überhaupt bisher. Was kann er denn? 230 KP, Dino-Ruf. Einmal während deines Zuges kannst du bis zu 2 Basis-Kampf-Energiekarten aus deinem Ablagestapel beliebig an deine Basis-Kampf-Pokémon anlegen. Wenn du diese Fähigkeit einsetzt, endet dein Zug. Ist in der ersten Runde natürlich ganz nett, ne, wenn man sowieso nichts anderes machen kann. Wilde Erschütterung 220 für 2 Kampf und eine farblose Energie. Während deines nächsten Zuges kann dieses Pokémon nicht angreifen. Das ist immer nicht so cool, muss ich sagen. Es gibt natürlich Decks, die man bauen kann, die darauf basieren, dass man das Pokémon dann austauscht jedes Mal. Ist Geschmackssache, würde ich sagen.
Das ist jetzt die erste wirklich gute Karte heute, deswegen mache ich mal noch eins auf. Außerdem habe ich einfach Bock. Und warum nicht? Ist auch erst 10 Minuten lang das Video. So viel länger mache ich zwar sonst auch nicht, aber zumindest kann man noch nicht sagen, dass es crazy lang ist. So. Und weiter geht's. Flatütü. Das habe ich auf jeden Fall schon. Knills glaube ich noch nicht. Dafür, dass es so ein einfacher Stil ist, sieht es ganz nett aus irgendwie. Auch wieder einfach so ein bisschen, weil Dynamik drin ist. Das reicht eigentlich schon. Bam. Das ist Dynamik. Und es ist ein cooler Stil. Ja, Schatten, Licht, wie immer. Da passiert was drauf. Es gibt eine Perspektive. Es gibt eben eine Lichtquelle. Also das gefällt mir richtig gut. Wenn die müssten alle so machen. Einfach nice. Einfach wirklich schicke Artwork. Knabbern kommt da auch schon nah ran. Das ist schon wieder ein bisschen weniger, weil Perspektive fehlt. Ne? Wir hatten hier so ein bisschen auch so einen Fisheye-Lens-Effekt. Den haben wir hier nicht. Sieht dadurch direkt ein bisschen generischer aus. Aber trotzdem ist passiert was drauf. Das gefällt mir auch sehr gut. Und habe ich glaube ich noch nicht. Das kommt mir sehr unbekannt vor. Lucario auch hier. Ja, wir haben eine Perspektive. Das Pokémon selber sieht gar nicht so dynamisch aus, aber dafür passiert im Hintergrund was. Wir haben hier eine schicke Animation, will ich fast sagen, obwohl sich natürlich nichts bewegt. Sehr schön. Coole Karte. Steinwurfspanzer, Koloval, auch neu, glaube ich. Nice. Und auch gar nicht schlecht. Gefällt mir auch sehr gut. Chillingle kommt mir auch nicht bekannt vor. Auch süß einfach gemacht. Ne? Passiert jetzt nichts Spannendes, aber es ist trotzdem Dynamik zu sehen. Es passiert was, bewegt sich. Ne? Wir haben hier so ein paar Bröckchen, Steinchen, die durch die Gegend fliegen. Sehr schön. Hierhin. Trasla auch als Reverse hatten wir auf jeden Fall schon. Und Lamus in einer Artwork, die mir extrem bekannt vorkommt. Ist das, weil ich es online schon gesehen habe? Oder gab es dieselbe Artwork schon mal? Ich komme nicht drauf, aber kommt mir sehr bekannt vor. So. Machen wir noch eins. Ich finde, ich hätte schon Bock noch eins zu machen. Komm, machen wir. Eins machen wir noch. Letzte für heute. Das letzte Booster. Für heute. Na komm, geh auf. Oh, jetzt der will nicht. Der will mir sagen, hätte es besser aufgehört. So. Komm da raus. So. Eins nach vorne. Und wir enden mit einer Kampfenergie. Eine Felori, das ich glaube ich schon habe. Auch hier, genau wie bei den anderen beiden Startern, wieder, ne, wir haben hier die Lineart drumherum. Wir haben sogar noch einen weißen, ja, nicht ganz komplett, hier unten nicht, aber immer noch so einen weißen Rand drumherum. Was immer auch schon mal ein Zeichen ist, man tut so, als wollte man das Pokémon nur hervorheben, aber eigentlich kommt es daher, dass es nicht zum Hintergrund passt. Naja. Und Luster hatten wir auf jeden Fall schon mal. Krasses Bild. Trifft dann auch. Flanimal, alles nichts Neues. Das weiß ich gerade nicht. Das ist ein bisschen einfach. Schlaraffel, auch wieder so ein Pokémon, was eigentlich keinen Menschen interessiert, aber ganz nettes Bild. Das kommt mir neu vor. Diese 3D-Rendering-Style-Karten sind nicht so meins. Der Hintergrund ist ganz cool eigentlich. Da hätte man was Schöneres draus machen können. Den hatten wir gerade schon. Ist das Reverse? Ja, ist Reverse. Friedwurf auch als Reverse. Und okay, nochmal Friedwurf. Dieses Mal als Holo Rare. So. Damit hören wir für heute aber auf. Ich habe jetzt schon Bock auf das nächste Mal, weil ich will schon noch was Krasses ziehen irgendwie. Koraidon X aber schon mal sehr cool. Nächstes Mal, nicht vergessen, wird wieder gekocht. Das letzte Kochvideo hat sehr viele Klicks bekommen. Ihr dürft gerne dann auch Likes da lassen und abonnieren natürlich. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dabei. Wenn ihr Kochen nicht so interessant findet, dann eben übernächstes Mal wieder, wenn die nächsten Karten geöffnet werden. Vielen Dank fürs Zuschauen bzw. Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.